Er ist wirklich eine Person, wo ich auch sagen muss, den vermisse ich wirklich sehr hier. Die Bäume, die damals nach dem Feuer dann hier auch noch gepflanzt wurden. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustig Saan. Wadikrab Pipi, Wadikrab Tukon. Im heutigen Video möchte ich euch mal zu einem ganz anderen Grundstück mitnehmen. Was es aber damit auf sich hat, das erfahrt ihr in dem Video. Deswegen würde ich euch empfehlen, an dem Video dran zu bleiben. Ich wünsche euch jetzt nun ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir gedacht, so nach einem Jahr oder knapp einem Jahr, was jetzt vergangen ist, kann ich hier mal wieder vorbeischauen, kann hier auch mal wieder ein Video machen, weil das Grundstück mich hier immer wieder begeistert. Das verändert sich von Jahr zu Jahr hier, wird immer spannender meines Erachtens nach. Und deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich euch das nicht entgehen, dass ihr hier auch mal wieder vorbeischauen dürft. Ich bin hier auf der Dattelplantage von meiner Schwägerin, die hier nicht bloß Datteln gepflanzt hat, sondern auch alle anderen, ja, viele Sorten von Früchten, viele Bäume, also viele Nutzbäume. Ist wirklich ein tolles Grundstück. Da lohnt es sich definitiv immer mal wieder drüber zum Laufen. Dann kommt ja meine Schwägerin dieses Jahr am 9. April wieder. Da werden dann sicherlich auch noch ein paar spannende Videos auf euch zukommen. Deswegen habe ich mir gedacht, vorab zeige ich euch einfach mal ein bisschen, was es hier so zu sehen gibt. Ich habe mich vor circa 1-2 Wochen mit den Schwiegereltern vom Neffen unterhalten. Die leben ja hier auf dem Grundstück. Hier ist noch ein kleines Haus untergebracht. Der hat mir dann eben erzählt, dass anscheinend die Dattelpalmen schon wieder austreiben, also Blüten austreiben. Und dass es ansonsten von den Früchten her, natürlich wie bei uns zu Hause oder bei uns auf der Farm auch, die Blüten von den Mangos natürlich wieder kommen. Dann hat meine Schwägerin hier noch viele Litschi-Bäume. Das blüht jetzt alles, weil die Schwiegereltern vom Neffen, die pflegen das Grundstück hier. Die haben das meines Erachtens nach ganz gut im Griff. Das sieht schön aus hier. Hier seht ihr jetzt die erste Dattelpalme. Von den Dattelpalmen hat meine Schwägerin hier unzählige. Dann haben wir hier den ersten Litschi-Baum. Hier sagt man Linschi. Dann hier das gleiche, nochmal ein Litschi-Baum. Dann immer wieder zwischendrin Bananenbäume. Ja, ist ein weitläufiges Grundstück. Hier wurde letztes Jahr alles neu gepflanzt an Bäumen. Sieht auch alles wunderschön aus. Mittlerweile muss ich sagen, wie ein kleiner Urwald. Dann zwischendrin auch immer wieder Kokosnusspalmen, die sie gepflanzt hat. Da haben wir jetzt eine Kokosnusspalme. Meine Schwägerin pflanzt da immer gern einen Bananenbaum daneben. Dann hier würde ich behaupten auch wieder ein kleiner Litschi-Baum. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal das Grundstück so ein bisschen ab. Schaue, was es für euch noch sonst noch hier zu entdecken gibt. Aber da gibt es sicherlich noch einiges. Jetzt schon die nächsten Früchte entdeckt. Da seht ihr wunderschöne Bananen. Hier auch eine Staude. Also es ist unglaublich, was es hier an Früchte gibt. Auf der kleinen Plantage oder Farm hier. Das hat sie wirklich toll, sage ich mal, zurecht gemacht hier. Da seht ihr jetzt den ersten Mangobaum, der auch schon ordentlich Blüten trägt. Da der nächste Mangobaum, der auch voll hängt mit Blüten. Auch schon Früchte. Dann hier
Ein richtig großer Litschi-Baum, Linschi-Baum. Also ist wirklich verrückt bei ihr. Hier seht ihr Dragon Fruit, also Geomangorn, sagt man hier in Thailand. Das sind diese hier. Dann zwischendrin hat sie Papaya gepflanzt, wo ich sehe gerade, dass da auch schon ordentlich Papaya kommen. Da seht ihr, da kommt schon Papaya. Wahnsinn. Meine Schwägerin hat hier das Glück, dass sie hier einen ordentlichen Tiefbrunnen gefunden hat. Der wird gespeist von der Solaranlage hier. Und dort ist der Tiefbrunnen. Und von dem Tiefbrunnen aus wird hier das ganze Grundstück bewässert. Die Schwiegereltern vom Neffen, die haben sich jetzt da eine kleine Anschaffung gemacht mit so einem großen Sprenkler. wie so eine Art Wasserwerfer. Dort. Das funktioniert anscheinend ganz gut. Also er hat zu mir gesagt, das ist einwandfrei. Und man sieht es, ja, ist alles grün hier. Also es ist wirklich mittlerweile wie ein kleiner Urwald hier. Im hinteren Teil des Grundstücks hat es ja letztes Jahr wirklich ein verheerendes Feuer gegeben. Wer von euch dieses Video damals nicht gesehen hat, was hier an Schaden passiert ist, demjenigen würde ich das oben einfach mal noch einblenden, dieses Video. Schaut da einfach mal rein. Das ist wirklich, sag ich mal, zwar unschön zu sehen, was hier passiert ist, aber es war wirklich ein riesiger Schaden, der passiert ist. Mittlerweile muss ich sagen, wenn ich die Bäume so sehe, die haben sich wirklich gut erholt. Klar, der eine oder andere wird sicherlich abgestorben sein. So sieht das Ganze jetzt im hinteren Teil aus. Eben sind ein paar Bäume, die sind doch eingegangen. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich da hochschaue, die ganzen Baumkronen, die sind alle schon wieder grün. Und klar, was man hier dann natürlich auch schön sieht, der abgestorbene Baum treibt auch gleich wieder aus. Es wird hier, denke ich, noch ein bisschen gehen, dann ist das wieder okay hier. Hier seht ihr noch die Überreste von den verschmorten Wasserleitungen, die hier gelegt wurden. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, ist sie hier wirklich mit dem Schrecken davon gekommen. Zwar mit einer Menge Schaden, aber es ist großartig nichts passiert. Dem Haus ist nichts passiert, dem Strohlager ist nichts passiert. Und von daher hat sie auf jeden Fall hier wahnsinniges Glück gehabt. Dann die andere Seite im hinteren Teil des Grundstücks, da hatte sie ja damals noch Kokosnusspalmen gepflanzt gehabt, die damals durch das Feuer auch größtenteils eingegangen sind. Es wurden jetzt hier wieder neue Bananenbäume gepflanzt. Was auch gepflanzt wurde, sind Ananas, also hier sagt man Sapalot. Da hat sie einige gepflanzt, das sieht auch gut aus. Die wachsen auch, finde ich, meiner Meinung nach ganz gut. Hier seht ihr jetzt den anderen Teil, der damals Feuer gefangen hatte, wo sich eigentlich auch wieder alles ganz gut erholt hat. Hier dann eben jetzt die Ananas, Sapalot. Hier seht ihr so einen gleichen Baum, den ich zu Hause habe. Boon, berichtige mich, wenn es nicht so ist. Ich würde sagen, das ist Som-o, also Pomelo. Dann hier noch eine Kokosnusspalme. Kokosnusspalme. Hier pflanzen die Schwiegereltern vom Neffen Gemüse an. Wow, und der Schnittlauch ist ja gigantisch. Hier sagt man Don Horm. Das ist ja Wahnsinn. Das müsste vermutlich Kürbis sein. Und hier auch Gemüse. Also es hat sich definitiv hier alles wieder recht gut erholt, meiner Meinung nach.
Hier die erste Kokosnusspalme, schon mit Kokosnüssen. Seht ihr jetzt die Kokosnusspalme, die trägt schon Kokosnüsse. Da habe ich vor, sage ich mal, gut 3 Wochen, ja knapp 4 Wochen schon mal eine Kokosnuss probiert. Ist wirklich sehr fein. Hier ist noch eine spezielle Bananenart. Diese Bananenart soll mega fein schmecken, soll richtig hochwertig sein. Für mein Empfinden, ich habe die anderen, die normalen Bananen, viel lieber. Ja, und immer zwischendrin hat sie dann auch eben Nutzbäume gepflanzt. Hat sie wirklich gut gemacht hier. Bis in ein paar Jahren wird es hier so ein richtig schöner kleiner Urwald sein. Ihr seht da immer wieder Bäume zwischendrin. Da auch alles schön voll mit Bäumen. Hier ihr Strohlager. Also wirklich, ich bin beeindruckt wieder. Ich komme hier eigentlich gern oder sehr gern hierher auf dieses Dattelfeld, auf diese Dattelplantage, weil hier auch mein verstorbener Schwager hier begraben wurde oder ein Teil seiner Asche hier begraben wurde. Deswegen komme ich hier eigentlich sehr gern her. Jetzt die letzte Zeit einfach weniger, weil das Grundstück eben bewohnt ist. Ich möchte auch nicht jedes Mal stören. Dort wurde die Asche begraben. Es war damals sein Wunsch, wenn er dann mal stirbt, dass er hier auf der Dattelplantage ein Teil von seiner Asche vergraben wird, weil er damals hier noch mit seinen eigenen Händen die Datteln hier gepflanzt hat. Ja, ist einfach ein schöner Ort, wo ich dann weiß, wo ich dann hin und wieder mal mit ihm seinen geliebten Williams trinken kann. Dann komme ich hier raus und dann trinke ich ein Gläschen Schnaps mit ihm zusammen. Ja, meinem verstorbenen Schwager habe ich wirklich sehr gehangen. Wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Er ist dann eben 2017 an Krebs verstorben. Wir sind da öfters auch mal zusammen in Thailand gewesen, haben uns natürlich in der Schweiz immer wieder jede Woche getroffen. Es war einfach immer schön, mit ihm zusammenzusitzen, über Gott und die Welt zu reden. Jetzt ist das hier, sage ich mal, ja, der einzige Ort, wo ich dann mal hin und wieder dann eben noch herkommen kann, an die, sage ich mal, schönen Zeiten mit ihm zurückdenken kann. Er ist wirklich eine Person, wo ich auch sagen muss, den vermisse ich wirklich sehr hier. Und ich denke mittlerweile, oder ja, wenn er noch leben würde, dann wäre er jetzt da so langsam auch sässig hier gewesen. Jetzt muss ich das halt immer so mit ihm hier genießen. Denken tue ich sehr oft auf jeden Fall an ihn. Die Bäume, die damals nach dem Feuer dann hier auch noch gepflanzt wurden, die sind meiner Meinung nach auch wirklich alle wunderschön angewachsen. Wer das Video damals von der Neubepflanzung nach dem Feuer noch nicht gesehen hat, auch dieses Video würde ich oben mal verlinken. Schaut da mal rein, da seht ihr dann auch ein bisschen was von meiner Schwägerin, die da fleißig auch gearbeitet hat. Schaut es euch einfach mal an, das lohnt sich auch anzuschauen. Ihr seht da auf jeden Fall, das wurde alles letztes Jahr neu bepflanzt. Diese ganze Linie von vorne bis nach hinten. Ist wirklich wunderschön geworden. Wer da gute Tipps braucht zur Bepflanzung von Grundstücken, der kann sich sicherlich gern mit meiner Schwägerin in Verbindung setzen. Ich denke, sie hilft da gern sicherlich weiter. Weil wenn man das hier sieht, vielleicht ist auch mal jemand hier in der Nähe,
dann dürft ihr auch gerne mal vorbeikommen. Ich denke, auch da hätte meine Schwägerin nichts dagegen, wenn er mal ihr Grundstück anschaut. Das lohnt sich definitiv und ist sicherlich auch mal eine Reise wert. Also wer da Interesse hat, der soll mir das einfach sagen, da kann ich bestimmt was in die Wege leiten. Blüten an den Dattelpalmen konnte ich leider keine entdecken. Deswegen würde ich sagen, würde ich an der Stelle das Video so langsam beenden. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal das Datum 9. April vormerken. Da kommt meine Schwägerin. Da wird es dann sicherlich auch noch ein paar tolle Videos geben mit ihr zusammen. Dort könnt ihr sie dann auch noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick hier in die Dattelplantage, hier sind ja nicht bloß Datteln, auch ein paar andere Früchte noch. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Würde mich dann natürlich wie immer freuen, wenn ihr dieses Video fleißig liked, fleißig kommentiert, fleißig teilt. Und für die neuen Zuschauer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst dann auch einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer eine ganz, ganz gute Zeit. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Ich versuche das Gleiche zu tun und dann sehen wir uns sicherlich zum nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand.